Hallo, willkommen bei Deutsch mit Stories. Ich heiße Ann. Ich bin neu in Deutschland und lerne Deutsch. In diesem Video lernst du Deutsch mit mir. Lass uns jetzt anfangen. Hello, Mama. Hallo, mein Schatz. Endlich höre ich deine Stimme. Mir geht es gut, aber ich bin etwas nervös. Nervös? Warum denn? Heute ist mein Orientierungstag an der Universität. Oh, das ist ein großer Tag für dich. Ja, es fühlt sich sehr wichtig an. Was passiert heute genau? Wir bekommen Informationen über das Studium und die Uni. Das ist gut. Dann weißt du bald mehr. Ja, ich hoffe es. Ich will nichts verpassen. Hast du gut geschlafen? Nicht so gut. Ich habe viel nachgedacht. Das ist normal vor so einem Tag. Ich habe Angst, etwas falsch zu machen. Du machst nichts falsch. Du lernst nur. Das beruhigt mich ein bisschen. Hast du schon gefrühstückt? Ja, nur ein kleines Frühstück. Gut. Du brauchst Energie. Ja, das stimmt. Was hast du heute alles dabei? Meine Tasche, mein Handy und meine Unterlagen. Sehr gut. Und bist du pünktlich? Ja, ich bin früh aufgestanden. Ich bin stolz auf dich. Danke, Mama, das bedeutet mir viel. Wirst du heute neue Leute treffen? Ja, bestimmt. Alle sind neu wie ich. Genau. Niemand kennt sich aus. Das hilft mir sehr. Sei offen und freundlich, dann klappt alles. Ich werde mein Bestes geben. Denk daran, warum du dort bist. Ja, ich will lernen und selbstständig sein. Genau. Du machst das für deine Zukunft. Ich bin wirklich aufgeregt. Aufregung ist auch etwas Schönes. Ja, das stimmt. Ruf mich später an und erzähl mir alles. Das mache ich. Danke, Mama. Ich wünsche dir einen tollen Start. Danke. Bis später. Bis später, mein Schatz. Hallo. Hallo, bist du auch hier für die Orientierung? Ja, heute ist mein erster Tag. Meiner auch. Ich bin etwas unsicher. Ich auch. Alles ist so groß hier. Ja, die Uni ist wirklich riesig. Ich wusste nicht, wohin ich gehen soll. Ich habe auch kurz gesucht. Gut, dass ich nicht allein bin. Genau. Alle sehen etwas verloren aus. Welches Fach studierst du? Psychologie. Und du? Ich auch. Bachelor Psychologie. Echt. Das ist ja super. Ja, das freut mich. Dann haben wir denselben Orientierungstag. Das ist gut. Dann können wir zusammen gehen. Ja, das ist besser als allein. Bist du auch neu in Deutschland? Ja, ich bin erst seit ein paar Wochen hier. Ich auch.
Alles ist noch ungewohnt. Die Sprache ist manchmal schwierig. Ja, aber ich versuche viel zu sprechen. Das ist der beste Weg. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Fehler sind normal. Alle machen Fehler. Das stimmt. Warum hast du Psychologie gewählt? Ich interessiere mich für Menschen. Ich auch. Ich will verstehen, wie Menschen denken. Das ist spannend. Ja, ich freue mich sehr auf das Studium. Ich auch, aber ich bin auch nervös. Das bin ich auch. Gut, dass wir darüber sprechen können. Ja, das hilft. Weißt du, wo der Raum ist? Ich glaube, wir müssen dort entlang gehen. Okay, dann gehen wir zusammen. Gerne. Zwei finden den Weg besser als einer. Das stimmt. Hast du schon andere Studenten kennengelernt? Nein, du bist der Erste heute. Dann ist das ein guter Start. Ja, das finde ich auch. Vielleicht sitzen wir auch zusammen. Das wäre schön. Dann fühlen wir uns nicht so allein. Genau. Der erste Tag ist immer schwer. Ja, aber zusammen ist es leichter. Dann lass uns gehen. Die Orientierung beginnt gleich. Ja, ich bin bereit. Das ist der Anfang von etwas Neuem. Ja, das fühlt sich so an. Guten Morgen und herzlich willkommen an unserer Universität. Guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich auch, hier zu sein. Heute ist Ihr Orientierungstag für den Fachbereich Psychologie. Das klingt spannend. Sie lernen heute den Campus, die Regeln und wichtige Angebote kennen. Das ist sehr hilfreich. Bitte fühlen Sie sich frei, Fragen zu stellen. Danke, das ist gut zu wissen. Zuerst sprechen wir über den Studienaufbau. Okay, Das Bachelorstudium dauert 6 Semester. also 3 Jahre. Genau. Sie haben Vorlesungen, Seminare und Prüfungen. Gibt es viele Prüfungen im ersten Semester? Nein, nicht viele. Aber regelmäßige Teilnahme ist wichtig. Muss man immer anwesend sein? Ja, besonders bei Seminaren. Und wo sehen wir unseren Stundenplan? Online im Studierendenportal. Brauchen wir dafür einen Account? Ja, Sie bekommen heute alle Zugangsdaten. Sehr gut. Dort finden Sie auch Ihre Noten und wichtige E-Mails. Müssen wir jeden Tag E-Mails prüfen? Ja, das ist sehr wichtig. Okay, das mache ich. Nun sprechen wir über die Bibliothek. Ist die Bibliothek jeden Tag offen? Ja, auch am Wochenende. Kann man dort Bücher ausleihen? Ja, mit Ihrem Studierendenausweis. Und gibt es auch Online-Bücher? Ja, eine digitale Bibliothek. Das ist praktisch. Sie können von zu Hause lernen.
Sehr gut für das Selbststudium. Haben Sie weitere Fragen? Gibt es Unterstützung für neue Studierende? Ja, wir haben Tutorinnen und Tutoren. Was machen sie genau? Sie helfen bei Fragen zum Studium und Alltag. Das klingt sehr hilfreich. Sie sind nicht allein. Wir begleiten Sie. Danke, das beruhigt mich. Dann machen wir gleich eine kleine Pause. Okay, Danach gehen wir gemeinsam über den Campus. ich freue mich darauf. Das war viele Informationen auf einmal. Ja, aber alles war gut erklärt. Ich fühle mich jetzt etwas sicherer. Ich auch. Besonders mit dem Online-Portal. Ja, das war wichtig. Schau mal, das ist die Bibliothek. Sie ist größer als ich dachte. Ja, und sehr ruhig innen. Ich mag ruhige Orte zum Lernen. Ich auch. Man kann sich dort gut konzentrieren. Und wo sind die Vorlesungssäle? Dort drüben. Sehr große Räume. Ich hoffe, ich finde meinen Raum später. Keine Sorge. Am Anfang hilft jeder jedem. Das ist schön hier. Ja, der Campus ist sehr grün. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ruhig ist. Besonders zwischen den Gebäuden. Gibt es hier auch Plätze zum Essen? Ja, die Mensa ist dort vorne. Ist sie günstig? Ja, für Studierende sehr günstig. Gut zu wissen. Und es gibt auch vegetarisches Essen. Perfekt. Ich fühle mich langsam wie eine Studentin. Das bist du jetzt auch. Ja, das fühlt sich neu an. Aber auch spannend. Ich bin froh, dass ich heute gekommen bin. Ich auch. Alleine wäre es schwerer gewesen. Danke, dass du mit mir gegangen bist. Gern. Es ist schön, jemanden zu kennen. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Bestimmt. Wir haben ja dasselbe Fach. Das freut mich. Dann können wir zusammen lernen. Ja, das wäre toll. Ich glaube, dieser Start war gut. Ja, ein ruhiger und guter Anfang. Jetzt fühle ich mich bereit für die nächsten Tage. Schritt für Schritt. So geht es am besten. Genau. Das ist also die Mensa. Ja, hier essen fast alle Studierenden. Es ist ziemlich voll. Mittags ist es immer so. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Schau zuerst auf die Tafeln dort. Ah, da steht das Menü. Genau. Heute gibt es Pasta, Reis und Suppe. Das klingt gut. Und dort gibt es auch Salat. Ist das Essen hier teuer? Nein, mit Studierendenausweis ist es günstig. Gut, dann nehme ich Pasta. Ich auch. Komm, wir stellen uns an. Okay, Hallo, bitte euren Ausweis zeigen. oh, ich habe meinen Ausweis noch nicht. Kein Problem.
Heute geht es auch ohne. Danke. Möchten Sie vegetarisch oder mit Fleisch? Vegetarisch, bitte. Gut. Möchten Sie auch Salat? Ja, gerne. Dann bitte hier bezahlen. Okay. Siehst du, das geht ganz einfach. Ja, ich hatte ein bisschen Angst. Am Anfang ist alles neu. Wo können wir uns hinsetzen? Dort am Fenster ist noch Platz. Perfekt. Das Essen sieht gut aus. Ja, und es ist warm und frisch. Ich bin froh, dass wir hier essen. In der Mensa trifft man viele Leute. Das ist gut, um neue Kontakte zu knüpfen. Genau. Und man fühlt sich weniger allein. Ich merke, dass mir das hilft. Mir auch. Der erste Tag ist immer besonders. Nach dem Essen fühle ich mich sicherer. Essen hilft immer. Stimmt. Hallo Mama. Hallo. Wie war dein erster Tag? Er war sehr gut. Bist du nervös gewesen? Ja, am Morgen schon. Das ist normal. Was hast du gemacht? Ich hatte meinen Orientierungstag an der Uni. Oh, wie spannend. Ja, ich habe viel gelernt. Über was genau? Über den Studienplan, die Bibliothek und den Campus. Hast du neue Leute kennengelernt? Ja, ich habe einen Kommilitonen getroffen. Das ist schön. War er nett? Ja, sehr freundlich. Hast du auch gegessen? Ja, wir waren in der Mensa. Und wie ist das Essen? Gut und günstig. Das freut mich. Ich fühle mich langsam sicherer hier. Das ist wichtig. Ich weiß jetzt, wo alles ist. Und fühlst du dich wohl? Ja, heute mehr als gestern. Das macht mich glücklich. Danke, Mama. Du machst das sehr gut. Ich versuche mein Bestes. Schritt für Schritt, mein Schatz. Genau das denke ich auch. Ruh dich heute gut aus. Das mache ich. Morgen ist ein neuer Tag. Ja, und ich freue mich darauf. Ich bin stolz auf dich. Danke. Das bedeutet mir viel. Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Great job! You're one step closer to German fluency. If this video helped you subscribe, hit the like button and comment for daily German stories. Thank you for watching. See you in the next video.